Signale regeln beim Vorbild den Verkehr und haben eine hohe Bedeutung für die Betriebssicherheit. Sie signalisieren, ob und in welcher Geschwindigkeit die nachfolgenden Streckenabschnitte befahren werden dürfen. Deshalb sollte man diese nach Möglichkeit auch auf seiner Modellbahn vorsehen. Nun gibt es grundsätzlich mehrere Signalsysteme in Deutschland. So hat sich für mich die Frage gestellt, welche Art von Signalen soll ich überhaupt verwenden? Ich baue meine Anlage zwar nicht nach einem konkreten Vorbild, sondern eher nach dem Motto, so ähnlich hätte es aussehen können. Aber halbwegs plausibel sollte meine Modellbahn schon aussehen. Und ganz grobe Stilbrüche versuche ich, soweit es geht, zu vermeiden. Zunächst einmal kann man grundsätzlich zwischen Form- und Lichtsignalen unterscheiden. Formsignale zeigen das Signalbild durch die Stellung ihrer Flügel. Diese gab es bereits sehr frühzeitig zur Wendelbahnzeit. Sehr charakteristisch sind beispielsweise die der Königlich Bayerischen Staatseisenbahnen. Diese haben einen pfeilförmigen Flügel des Hauptsignals und eine in der Mitte klappbare Vorsignalscheibe. Seit 1875 gibt es eine einheitliche Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands. Ende des 19. Jahrhunderts wurde auch das Hauptvorsignalsystem, kurz HV-System, entwickelt, das nach dem Zusammenschluss zur Deutschen Reichsbahn in den 1920ern deutschlandweit einheitlich bei Neuinstallationen verwendet wurde. Neben einigen Zusatzsignalen kennt dieses getrennte Signalbilder für Haupt- und Vorsignale. Hauptsignale, kurz HP, zeigen an, ob ein Zug in den nachfolgenden Streckenabschnitt einfahren darf oder nicht. Formhauptsignale visualisieren Halt, HP0, durch eine waagrechte Stellung des oberen Signalflügels. Es muss vor dem Hauptsignal angehalten werden. Zur besseren Erkennbarkeit wurde das nachts zusätzlich durch ein rotes Licht signalisiert. Bei HP1 Fahrt frei darf am Hauptsignal mit der zulässigen Streckengeschwindigkeit vorbeigefahren werden. Dies wird durch einen schräg nach rechts oben weisenden Signalflügel visualisiert. Nachts zusätzlich durch ein grünes Licht. Das Signal Langsamfahrt HP2 bedeutet in der Regel Fahrt mit 40 Stundenkilometer. Als Tageszeichen zeigen zwei Signalflügel schräg nach rechts aufwärts. Das Nachtzeichen ist ein grünes und senkrecht darunter ein gelbes Licht. Ein Vorsignal steht im Bremsabstand vor einem Hauptsignal. Auf Nebenbahnen 400 oder 700 Meter. Auf Hauptbahnen sind es 1000 bis 1300 Meter. Es kündigt die Signalstellung des zugehörigen Hauptsignals an. Das Taktzeichen für das Signal VR0, Halt erwarten, ist eine runde Scheibe, umgangssprachlich gerne Spiegelei genannt. Der Zug muss bremsen und vor dem angekündigten Hauptsignal anhalten. Nachts sieht man zwei diagonal nach rechts oben ansteigende gelbe Lichter. Bei VR1 Fahrt erwarten wird die runde Scheibe waagrecht nach oben weggeklappt und ist nicht mehr sichtbar. Das Nachtzeichen besteht aus zwei nach rechts steigenden grünen Lichtern. Für den Signalbegriff VR2 gibt es einen Flügel unter der senkrecht stehenden runden Scheibe, der bei Langsamfahrt erwarten schräg nach rechts abwärts zeigt. Nachts ein gelbes Licht und rechts darüber ein grünes Licht. Ab 1927 wurden von der Reichsbahn Lichtsignale getestet. Deren Signalbilder stimmen bei Tag und Nacht mit den Nachtzeichen der HV-Formsignale überein. Zusätzlich gibt es jedoch auch noch das Signalbild HP00, visualisiert durch zwei rote Lichter waagrecht nebeneinander. Dies bedeutet Halt für Zug- und Rangierfahrten. Da die Lichtzeichen ohne mechanisch bewegte Signalkomponenten auskommen, verringerte sich bei ihnen der Installations- und Wartungsaufwand. Vor allem konnte auf die langen Drahtzugleitungen zum entfernten Stellen der Formsignale verzichtet werden. 1935 wurden Lichtsignale in das Signalbuch eingeführt. Die Verwendung blieb bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs allerdings beschränkt. Seit 1994
gibt es bei der DB Kombinationssignale, kürz KS. Diese vereinen die Vor- und Hauptsignalfunktion in einem Signalschirm. Deren Einsatzgebiet ist jedoch auf elektronische Stellwerke beschränkt, sodass sie nur bei Stellwerksneubauten aufgestellt werden. Auf längere Sicht sollen die bestehenden Haupt- und Vorsignale des HV-Systems im Netz der DB AG allerdings durch das KS-System ersetzt werden. Die genaue Beschreibung der Kombinationssignalbilder würde den Rahmen dieses Videos sprengen. Auf modern gestalteten Modellbahnanlagen können sie allerdings definitiv einen ausgesprochen interessanten Eyecatcher darstellen. Durch die Vielzahl der Lichtquellen sehr detailreich und filigran. Möchte man allerdings alle möglichen Signalbilder darstellen, auch eher aufwendig von der Ansteuerung. Modelle von KS-Signalen für H0 gibt es beispielsweise von Wiesmann. Doch was bedeuten diese ganzen Ausführungen nun für die Frage, welche Signale ich auf meiner Modellbahnanlage vorbildgetreu einsetzen kann? Nun, wer eine Anlage der Epoche 1, also vor 1920, bauen möchte, könnte entweder bayerische Formsignale verwenden, von denen es zumindest in H0 einige Modelle gibt. Oder wer ansonsten den Selbstbau scheut, mit etwas Abstrichen bei der Vorbildnähe HV-Formsignale. In der Epoche 2, also den Zeitraum zwischen etwa 1920 bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dürfte man Formsignale mit Abstand am häufigsten gesehen haben. Wie bereits gesagt, kamen ab 1935 und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg dann HV-Lichtsignale dazu. Und in der Neuzeit dann auch noch die Kombinationssignale. Heißt das jetzt, dass man für meine Anlage, die den Übergang von Epoche 3 nach Epoche 4, also die Zeit um etwa 1968 wiedergeben soll, zwingend Lichtsignale aufstellen müsste? Denn heute gibt es ja sicher keine Formsignale mehr, außer vielleicht auf irgendwelchen von der Zeit vergessenen Gleisabschnitten? Weit gefehlt. Wir befinden uns hier an der Bahnstrecke von München nach Regensburg im Mai 2025, einer zweigleisigen, elektrifizierten, stark befahrenen Hauptbahn in Bayern. Diese ist immerhin für bis zu Tempo 160 ausgebaut, auch wenn der Geschwindigkeitsanzeiger ab hier eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer vorgibt. Wir stehen auf freiem Feld zwischen den Bahnhöfen Burgweinting und Obertraubling, von dem wiederum die Zweigstrecke von Regensburg nach Passau abzweigt. Ebenfalls eine zweigleisige elektrifizierte Hauptbahn. Obwohl fast im Minutentakt moderne Züge verkehren, stehen hier, nicht einmal 150 Meter voneinander entfernt, zwei unterschiedliche Vorsignale. Einerseits ein HV-Licht-Vorsignal, das zum Einfahrtssignal des Bahnhofs Obertraubling gehört. In Gegenrichtung jedoch, in direkter Nachbarschaft, ein HV-Form-Vorsignal in Richtung Burgweinting und Regensburg. Moderner Bahnbetrieb und Formsignale schließen sich also keineswegs aus. Wie auch dieser moderne ICE-T, der an dem Formvorsignal vorbeirauscht, eindrucksvoll zeigt. Bei allen Modellbahnanlagen der Epoche 3 und später kann der Erbauer also sehr freizügig entscheiden, ob er Licht- oder Formsignale oder beides gemischt einsetzen möchte. Selbst wenn man seine Anlage vorbildnah umsetzen möchte, kann man diese Entscheidung weitgehend von seiner persönlichen Vorliebe abhängig machen. Liebt man die langsamen, eleganten Bewegungen und das eher urige Erscheinungsbild der Formsignale? Und nimmt man dafür den teureren und aufwendigeren Aufbau der mechanischen Signale in Kauf, auch auf die Gefahr hin, dass die Feinmechanik anfälliger für Beschädigung sein könnte? Oder strebt man eher eine moderne Optik mit Lichtsignalen an? Was, wenn man die Signalbilder langsam ab- und aufblendet, ebenfalls sehr schick aussehen kann? Außerdem kann man bei den Lichtsignalen beispielsweise mit Zusatzsignalen weitere Details setzen, wie bei diesem Richtungsanzeiger, der diesem Lokführer den Hinweis gibt, dass sein Fahrweg auf das Zweigleis nach Passau führt. Ich bin tatsächlich immer noch nicht 100% entschieden. Zwar tendiere ich aktuell eher zu den HV-Formsignalen, aber gefallen ist meine Entscheidung bisher noch nicht.
Was meint ihr? Welche Signale gefallen euch besser? Welche Signale habt ihr auf eurer Modellbahn verbaut? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare, denn es würde mich interessieren. Ansonsten hoffe ich, ihr konntet einige interessante Infos mitnehmen und euch hat das Video gefallen. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Besuch in meinem Hobbykeller. Und wenn ihr weiter mitverfolgen wollt, wie meine ganz persönliche Modellbahn-Traumanlage entsteht, so lasst gerne ein Abo da und schaut euch ebenfalls die anderen Videos, meine entsprechende Playliste an, die ich hier rechts verlinke. Ciao und viert euch, euer Jörg alias 1 zu 87 Enthusiast.